Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkBook und zwar ein 14G3 ACL und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir einmal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man auf der Rückseite und zwar hier oben. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Modell bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das Display, um das zu tauschen, muss man den Frontrahmen abnehmen. Allerdings ist es hier so, dass hier vorne die Schiene, die muss man auch rausnehmen bzw. rausschieben. Das heißt, man kommt nicht umhin, die komplette Display-Einheit abzubauen, um dann die Schiene rausnehmen zu können und kommt dann so an das Display ran. Bei der Tastatur und auch dem Touchpad ist es so, die kommen beide zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man als allererstes alle Schrauben lösen bzw. rausnehmen. Und hier ist es so, es gibt einmal hier vorne 4 Schrauben, die kommen komplett raus. Während die Schrauben hier nur gelöst werden oder gelockert werden in dem Fall, die kommen nicht komplett raus. Wie man sieht, da muss man einfach nur schauen, dass die dann eben wirklich auch alle locker sind. Und ja, also es sind alles hier ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, ich benutze hier für alle Arbeiten ein praktisches Universalwerkzeugset. Alles dabei, was man so braucht. Öffner, ein komplettes Schraubendreher-Set, Pinzetten. Habe ich mir jetzt alles schon mal zurechtgelegt. Und wie gesagt, für die Kreuzschrauben nehme ich da jetzt hier einfach ein PH0 als Aufsatz und den kann man dann auch für alles im Gerät verwenden. Wenn man jetzt die Unterseite vom Gerät lösen will, dann muss man mal schauen, wo die Verbindung hier langläuft, beziehungsweise ja, dass man das sich vorher anschaut. In dem Fall ist das super einfach zu erkennen. Die läuft einmal hier drum herum. Und dann benutze ich zum Öffnen einen der Öffner aus dem Werkzeugset und versuche, meistens fange ich auf der Rückseite an, da eine Öffnung zu schaffen. Und das Ganze hier so ein bisschen nach oben zu hebeln. Das ist, je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht, mal leichter und mal schwerer. Auf jeden Fall muss man da einfach mit Geduld vorgehen. Das laute Knacken, was man hier teilweise hört, ist dabei auch völlig normal. Das ist einfach, wenn sich hier die ganzen Einraststellen lösen, dann knackt und knirscht das manchmal. Aber wie gesagt, das ist ganz normal. Wenn das mal irgendwo nicht so gut geht oder besonders schwer geht, dann auf jeden Fall schauen, ob alle Schrauben wirklich locker sind und dann auch vielleicht einfach an einer anderen Stelle das versuchen. Und genau, im Normalfall, jetzt springt mir das schon entgegen. Aber wie gesagt, falls das ein bisschen schwerer geht, dann kann man eben auch hier an der Seite das aufhebeln oder eben auch vorne. Auch da kommt man rein und irgendwann kann man dann eben auch mit den Fingern schon drunter greifen und das meistens mit so ein bisschen Wippen und Wackeln dann einfach abnehmen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und da sehen wir hier den Stecker und den kann man in dem Fall einfach nach unten hin rausziehen. Da kann man auch hier am Kabelbund so ein bisschen fassen und zieht den dann nach hinten hin raus. Hat auch so eine kleine Ausbuchtung hier und ja, ist so auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen?
Wir sehen, beziehungsweise den Akku hier, den gibt es in mehreren Varianten. Den gibt es auch in einer längeren Version. Da würde der dann hier verschraubt sein. Wir sehen hier unter diesem Blech befindet sich der RAM. Dann sehen wir hier die SSD. Das ist in dem Fall eine kurze, da passt aber auch eine ganz normale rein. Und hier drüben ist auch noch Platz für eine zweite SSD. Super praktisch. Dann sehen wir hier noch die CMOS-Batterie. Die ist in dem Fall jetzt hier nur aufgeklebt und ja, läuft hier zum Mainboard. Dann sehen wir hier den Lüfter und den Heatsink. Und auch da ist es so, es gibt zwei verschiedene Varianten. Wenn man den Heatsink hier hinten so ein kleines bisschen nach oben hebeln kann, dann lässt sich der Lüfter einzeln tauschen. Falls das nicht der Fall ist, dann wird der inklusive Heatsink getauscht. Dazu aber ja dann später mehr. Um den Akku auszubauen, braucht man nur diese Schrauben, die sind ja auch alle mit M2 bezeichnet, zu lösen, beziehungsweise eben ja, wo auch immer die, welche Variante man da eben hat. Und sobald man alle Schrauben draußen hat, kann man den einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so gegebenenfalls eben auch tauschen. Der RAM befindet sich, wie gesagt, hier unter dieser kleinen Blechabdeckung. Die kann man nach oben hin abziehen. Da ist es nur so, die ist hier auch noch ein bisschen aufgeklebt. Also ja, falls das ein bisschen schwerer geht, muss man da einfach auch ein bisschen nachhelfen. Das heißt, ja, meistens geht das mit den Fingern ganz gut. Und dann kann man hier mit gleichmäßigem Druck oder ja, gleichmäßig dran ziehen, das hier abnehmen. Und wie gesagt, dann sieht man hier unten ist das eben auch noch mit verklebt. Den RAM selber zu tauschen ist super einfach. Der wird nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, springt der einem förmlich schon entgegen. Ja, und dann kann man den so eben tauschen, nachrüsten, wie auch immer. Beim Wiedereinbau ist es so, der passt nur in eine Richtung hier rein. So würde der nicht gehen. Das heißt, der kommt einfach zurück in den Slot. Wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die Klammern wieder einrasten. Und dann ja, kann man hier quasi die Clips sehen. Hier vorne ist auch noch einer, genau. Die Klebeseite kommt nach vorne drauf. Und dann muss man das einfach wieder da drauf stecken. Und ja, super schnell erledigt. Genauso schnell ist auch die SSD. Ob das jetzt eine verkürzte oder normale ist, die wird jeweils von einer Schraube hier hinten gehalten. Und dann kann man das so ein bisschen nach oben hebeln und rausziehen. Und auch hier ist es so, da ist ein Kühlstreifen drunter, der das Ganze so ein bisschen, ja, wo es ein bisschen dran klebt. Aber das gleiche Prinzip wie beim RAM. Hier unten auch genau das gleiche Prinzip, ist eine Schraube. Und genau, die verkürzte SSD, die wird jetzt halt hier auch noch von einer Schraube gehalten unter dem Klebeband. Das lasse ich jetzt einfach mal drauf. Und dann kann man eben die neue SSD, wird genauso auch wieder das gleiche Prinzip, passt nur in eine Richtung. Die kommt also zurück in den Slot, wird so ein bisschen nach unten gedrückt und dann einfach wieder verschraubt. Und ja, also wie eingangs erwähnt, gibt es den Lüfter in zwei Varianten. Einmal mit dem Heatsink komplett. Wenn das der Fall ist, dann muss man quasi die 3 Schrauben am Heatsink selber lösen und noch den Lüfter an sich, der von diesen beiden Schrauben hier gehalten wird. Und man muss auch das Lüfterkabel trennen, was hier lang läuft. Das kann man in dem Fall nach unten hin rausziehen. Und genau, das geht nicht sonderlich schwer, aber ich versuche nach Möglichkeit nicht allzu viel Druck auf die Kabel hier zu machen, dass das einfach ja, da heile bleibt. Und dann kann man, wenn das zusammenkommt, alles zusammen rausnehmen. Sollte man den Lüfter einzeln tauschen können, muss man natürlich auch ja, nur den Lüfter losschrauben. Und dann kann man den eben hier aus dem Gerät nehmen
Und so natürlich am aller einfachsten tauschen. Aber wie gesagt, auch das mit dem Heatsink ist gar kein Problem. Die 3 Schrauben weg und dann wird das alles zusammen rausgenommen. Beim Wiederverbinden ist es hier so, bei dem Stecker kann man sehen, dass auf der einen Seite da Kontakte sichtbar sind, auf der anderen Seite nicht. Die zeigen in dem Fall nach oben. Und da das jetzt hier ein bisschen friemelig war, würde ich die Verbindung zuerst machen, erst das Kabel wieder verbinden, dann vergisst man das auch nicht, das wäre echt super ärgerlich. Dann muss man nämlich den ganzen Kladderadatsch nochmal aufmachen und dann ja, kann man den Lüfter einfach wieder hier auf die Gewinde drauflegen. Der ist da wirklich passgenau, der sitzt direkt wieder drauf und dann wird der wieder verschraubt. Wenn hier die WLAN-Kabel abspringen, dann ist das überhaupt kein Problem. Die sind nämlich nur drauf gesteckt, nicht verschraubt und nicht verklebt und gar nichts. Da ist also nichts kaputt. Zeige ich euch auch gleich, was man da machen kann. Im Normalfall kann man den jetzt aber auch so losschrauben, dass die gar nicht erst losspringen. War ein bisschen ungeschickt von mir. Aber wie gesagt, also falls die mal losspringen, dann kann man das hier sehen, das schwarze Kabel und das weiße Kabel ist jetzt in dem Fall hier einfach nur weiß markiert. Die kommen dann quasi hier auf diesen kleinen Anschluss, kommen die da drauf und werden nach unten gedrückt. Ja, das ist eigentlich nur so ein bisschen friemelig, aber an sich kein Problem. Und ja, also man braucht da einfach nur ein bisschen Geduld. So, der Akkueinbau genauso einfach wie der Ausbau. Der hat hier neben der Schraube noch so eine kleine Positionierhilfe. Die kommt eben genau da drauf. Und dann sitzt der da schon richtig, fällt hier auch direkt rein. Also ja, total easy. Muss dann nur noch wieder verschraubt werden. Und ganz, ganz wichtig, am Ende nicht vergessen, auch den Akku wieder zu verbinden, dass das Gerät auch wieder Strom bekommt. Sonst muss man auch hier das alles wieder aufmachen und das ist nicht so prickelnd. Bis ganz zum Anschlag kommt der wieder rein und dann kann man auch schon die Unterseite wieder verbinden. Ja, und die legt man jetzt eben einfach von oben wieder auf das Gerät und drückt die nach unten hinzu, auch in der Mitte. Kann man überall relativ fest draufdrücken und ich gehe am Ende auch einmal noch drum herum und schaue, wie hier, dass da wirklich alles dann zu ist. Ja, und dann muss das Gerät nur noch wieder verschraubt werden und so schnell ging das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.